Im Rahmen des Stiftungsstandortes Liechtenstein ist es eben möglich, sowohl Privatvermögen als auch Unternehmen zweckgerichtet zu verwalten und an nachfolgende Familiengenerationen weiterzugeben. Willkommen zu Liechtenstein Finance Insights. Wir sind heute im Kunstraum Engländerbau, mitten in Vaduz. Und hinter uns ist die Ausstellung der lokalen Künstlerin Ursula Wolf vom Atelier 62. Und ich begrüße Frau Dr. Johanna Nigl zum heutigen Gespräch. Sie ist spezialisiert auf das liechtensteinische Stiftungs- und Trustrecht und beschäftigt sich auch intensiv mit Fragen rund um die internationale Family Governance. Neben Fachvorträgen und Publikationen doziert sie ebenfalls an der Universität in Liechtenstein. Frau Dr. Nigl, oder besser werde ich nachher Johanna sagen, denn in Liechtenstein pflegen wir ja eine Du-Kultur. Herzlich willkommen, Johanna. Du stellst uns heute den Stiftungsstandort Liechtenstein vor und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Guten Morgen, Tanja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu können und mit dir über die Liechtensteinische Stiftung sprechen zu können. Dann schlage ich vor, ich beginne gleich mit der ersten Frage, Johanna. Was ist eine liechtensteinische Stiftung überhaupt und was ist der Sinn und Zweck einer liechtensteinischen Stiftung? Gut, fangen wir einfach einmal ganz einfach an. Wir stellen uns ein Dreieck vor. Wir haben einen Stifter, wir haben Begünstigte und wir haben ein Stiftungsvermögen. Der Stifter widmet Vermögen und legt gleichzeitig einen Zweck fest, für den das Vermögen verwaltet werden soll. Die Begünstigten sind Teil dieses Zweckes. Und durch diesen Widmungsakt entsteht ein selbstständiges Zweckvermögen. Das heißt, die Stiftung ist eine juristische Person und wird Eigentümerin des vom Stifter gewidmeten Vermögens. Das heißt, das Vermögen verlässt das Privatvermögen des Stifters und wird in die Stiftung übertragen, damit es das Organ der Stiftung, der sogenannte Stiftungsrat, gemäß der Vorgaben vom Stifter, die er in den Stiftungsunterlagen vorgegeben hat, verwaltet im Sinne der Begünstigten und auch dann Ausschüttungen vornimmt. Der Stifter hat einen großen Gestaltungsspielraum. Er kann die Stiftung, soweit dies rechtlich zulässig ist, nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. So kann er sich zum Beispiel Widerrufsrechte vorbehalten oder Änderungsrechte vorbehalten. Er kann auch selbst Einsitz im Stiftungsrat nehmen und er kann auch die Begünstigten frei bestimmen. Mit einer Stiftung, dadurch, dass wir ein verselbstständigtes Vermögen haben, kann ich Vermögen viel zielgerichteter weitergeben, als zum Beispiel, wenn dieses Vermögen im Privatvermögen des Stifters verbliebe. Stellen wir uns zum Beispiel Folgendes vor. Eine Unternehmerfamilie. Das Unternehmen, die Aktien des Unternehmens kann man in die Stiftung einbringen und die Stiftung wird dann Eigentümerin dieser Aktien. Zum Beispiel in einer Unternehmerfamilie ist es oftmals schwierig, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Zum Beispiel, wir haben Kinder, die nicht das Unternehmen übernehmen wollen oder auch übernehmen können. Und da bietet die Stiftung eine Möglichkeit, durch die Übergabe der Aktien an die Stiftung, dass die Stiftung diese Unternehmensnachfolge auch für zukünftige Generationen sicherstellt. Gibt es etwas Spezielles, das ich beachten muss, wenn ich mich für eine liechtensteinische Stiftung entscheide? Ja, das gibt es natürlich. Wir haben einerseits gehört, die Gestaltungsfreiheit des Stifters im Bereich des rechtlich Möglichen. Wir müssen hier unterscheiden zwischen der rein stiftungsrechtlichen Betrachtungsweise, wo der Stifter große Einflussmöglichkeiten hat. Andererseits müssen wir auch bedenken, dass die Stiftung ein grenzüberschreitendes Instrument ist. Das heißt, dass die Begünstigten und der Stifter aus anderen Jurisdiktionen kommen.
Deshalb muss man insbesondere die Position oder die Qualifikation der Stiftung auch in den Jurisdiktionen anschauen, in denen der Stifter und die Begünstigten leben und auch schauen, was für steuerliche Auswirkungen die Stiftungsgründung in diesen Jurisdiktionen oder Ländern, sagen wir es einfach Ländern, haben könnte. Du hast das jetzt gerade schon erwähnt und man hört auch oft, dass die Liechtensteinische Stiftung dem Stifter einen großen Gestaltungsfreiraum gibt. Ist dem so? Das ist so, wie gesagt. Wir betrachten das jetzt rein aus einer stiftungsrechtlichen Perspektive. Das liechtensteinische Stiftungsrecht ist im liechtensteinischen PGR, wie wir sagen, im liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrecht verankert, das mittlerweile schon fast 100 Jahre alt ist. Und das PGR ist durch eine große Liberalität geprägt. Das heißt, der Stifter kann im Bereich des gesetzlich Möglichen seine Ideen verwirklichen. Aber andererseits muss man immer prüfen, bevor man eine Stiftung aufsetzt, welche anderen Länder sind noch betroffen und wie wird der Gestaltungsspielraum, den sich der Stifter vorbehält in der Stiftung, in diesen anderen Ländern dann insbesondere aus steuerrechtlicher Optik beurteilt. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass der Stifter auch verschiedene Zwecke in diese Stiftung einbringt. Wir haben einerseits privatnützige Stiftungen, das heißt, die verfolgt einfach private Zwecke, zum Beispiel den Unterhalt einer bestimmten Familie. Wir kennen alle die Liechtensteinische Familienstiftung. Dann haben wir eine gemeinnützige Stiftung, das heißt, wenn die Stiftung Zwecke des öffentlichen Wohles verfolgt. Aber es ist aufgrund des liechtensteinischen Stiftungsrechts auch möglich, dass ich diese Zwecke gemeinnützig und privatnützig in einer gemischten Stiftung kombiniere. Das ist auch ein großer Ausfluss der Gestaltungsmöglichkeit eines Stifters in Liechtenstein. Ist es richtig, dass dieser große Gestaltungsspielraum in dem Fall auch gewisse Konsequenzen haben kann? Das ist auf jeden Fall richtig, wie ich schon gesagt habe. Man muss das immer auch noch aus der Optik der Länder, in denen der Stifter und die Begünstigten ansässig sind, beurteilen. Zum Beispiel, wenn sich der Stifter ein Widerrufsrecht vorbehalten hat, ist es meist so, dass diese Stiftung steuerlich dem Stifter weiterhin aufgrund dieser Einflussmöglichkeiten zuzurechnen ist. Was gibt es alles für Arten von Stiftungen? Gut, da gibt es eben diese privatnützige Stiftung, die private Stiftung. In Österreich sagt man die Privatstiftung dazu. Die verfolgt reine privatrechtliche Zielsetzungen, wie zum Beispiel die Unterstützung von bestimmten Familien und deren Angehörigen. Und dann unterscheiden wir davon die sogenannte gemeinnützige Stiftung, die sich wirklich gemeinnützigen Zielsetzungen des öffentlichen Wohles widmet. Und ich darf erwähnen, dass es in Liechtenstein über 1300 gemeinnützige Stiftungen gibt. Also die privatrechtliche Stiftung in Liechtenstein ist bei weitem nicht die einzige Stiftungsform, die hier in Liechtenstein sehr vertreten ist. Und wir können auch in einer Stiftung sowohl privatnützige als auch gemeinnützige Zwecke mischen. Also ich kann das Ganze kombinieren, je nach meinem Gusto. Genau, richtig. Und das wird auch in der Praxis oft gemacht. Es ist für viele Familien attraktiv, neben der Familiennachfolgeplanung oder der Unternehmensnachfolgeplanung gleichzeitig auch Gutes zu tun und gemeinnützige Zielsetzungen innerhalb einer einzigen Stiftung zu verwirklichen. In Liechtenstein gibt es noch die zusätzliche Rechtsform des Trusts. Was ist ein Trust? Ja, das stimmt. Und da muss ich sagen, das wissen eigentlich sehr wenige, dass Liechtenstein neben der Stiftung ist ja das bekannteste Nachfolgeplanungsinstitut in Liechtenstein, die Stiftung, auch den Trust kennt. Der Trust kommt nämlich aus dem angloamerikanischen Rechtsbereich und verfolgt dort, wie auch hier in Liechtenstein mit dem Liechtensteinischen Trust, eigentlich Zielsetzungen, die der Liechtensteinischen Stiftung sehr ähnlich sind. Der Trust ist eigentlich
die Stiftung des angloamerikanischen Bereiches, wenn wir das so sagen wollen. Die Zielsetzungen sind ähnlich, nur funktioniert ein Trust ein bisschen anders als eine Stiftung. Ein Trust ist keine juristische Person, sondern der Gründer oder der Settlor eines Trusts überträgt an einen Treuhänder Vermögen, dass er dies gemäß der Bestimmungen der Treuhandurkunde verwaltet und Ausschüttungen an Begünstigte vornimmt, die ebenfalls dieser Settlor bestimmt hat. Auch das liechtensteinische Trustrecht ist durch eine flexible Gestaltungsmöglichkeit geprägt. Aber es ist eben etwas ganz was Besonderes, dass Liechtenstein als zivile Jurisdiktion Europas neben der Stiftung auch den Trust kennt. Und das schon seit fast 100 Jahren, weil Stiftung und Trust wurden beide 1926 in das liechtensteinische Personen- und Gesellschaftsrecht aufgenommen. Und dies ist eigentlich der Weitsicht der beiden Gesetzesredaktoren Wilhelm und Emil Beck zu verdanken, dass es heutzutage sowohl Stiftung als auch Trust in Liechtenstein gibt. Und wem würdest du jetzt so ganz konkret eher was empfehlen, Stiftung, Trust? Das kommt ganz darauf an. Das ist die typische Antwort, weil man muss ein bisschen schauen, woher kommen denn die Stifter oder die Settlors und wo sind die Begünstigten ansässig. Wir haben die Erfahrung gemacht, bei Kunden aus dem zivilen Rechtskreis Kontinentaleuropas kommt meistens eine Stiftung zum Einsatz, weil sich diese Kunden sehr viel leichter mit dem Instrument einer Stiftung identifizieren können. Wenn man Kunden aus dem angloamerikanischen Bereich hat, wird meistens ein Trust eingesetzt, weil es ist ja auch, wenn man im grenzüberschreitenden Bereich denkt, oftmals auch eine Frage der Anerkennung von jeweiligen Gesellschaftsformen im Ausland. Wenn du uns die Funktionsweise einer Stiftung erklären könntest. Also, wir haben ein verselbstständigtes Zweckvermögen. Die Stiftung ist eine juristische Person. Der Stifter überträgt auf die Stiftung Vermögen und tritt dann zurück, es sei denn, er hätte sich gewisse Rechte bereits in den Stiftungsunterlagen vorbehalten. Er bestimmt den Zweck der Stiftung und dadurch, dass mit der Gründung der Stiftung eine juristische Person entsteht, braucht die Stiftung auch ein Organ. Und das ist der sogenannte Stiftungsrat, der agiert als Organ dieser Stiftung und verwaltet das Vermögen nach den Vorgaben des Stifters in den Stiftungsdokumenten und nimmt dann auch Ausschüttungen an die Begünstigten vor. Das kann entweder sein, dass er Ausschüttungen an gewisse Familien macht, die in den Stiftungsdokumenten als Begünstigte einer privatnützigen Stiftung definiert sind, oder er kann gleichzeitig auch Ausschüttungen an gemeinnützige Zwecke machen, wenn wir von einer gemischten Stiftung sprechen. Oder bei einer gemeinnützigen Stiftung würde der Stiftungsrat Ausschüttungen an gemeinnützige Institutionen gemäß Vorgaben in den Stiftungsdokumenten machen. Stiftungsrat, wie bestelle ich den? Also der erste Stiftungsrat wird in den Stiftungsdokumenten, in den Gründungsdokumenten schon bestellt. Es können sowohl natürliche als auch juristische Personen im Stiftungsrat sein. Im Gegensatz zu anderen Stiftungsrechtsordnungen Europas kennt das liechtensteinische Recht keinerlei Unvereinbarkeitsbestimmungen. Das heißt, der Stifter oder auch Begünstigte können Einsitz in den Stiftungsrat nehmen. Aber wie gesagt, das muss man immer überprüfen, was das für Auswirkungen in den Ländern haben würde, wo die Begünstigten und der Stifter ansässig sind. Ganz wichtig ist zu beachten, wir brauchen 2 Stiftungsräte und ein Stiftungsrat muss eine Bewilligung nach liechtensteinischem Recht, eine Lizenz haben. Das ist ganz, ganz wichtig, auch im Interesse des Kundenschutzes. Und was stelle ich mir unter dieser Bewilligung vor?
Also dieser Stiftungsrat, der wird von der Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein quasi zugelassen, indem ihm eine Bewilligung erteilt wird. Das heißt, er hat eine besondere Ausbildung absolviert und durch Erhalt der Bewilligung bekommt er quasi das Gütesiegel, dass er oder sie geeignet ist, als Stiftungsrat eben zu fungieren. Gibt es weitere Organe in einer Stiftung und wenn ja, was sind die Aufgaben von denen? Es kann weitere Organe geben, das ist wieder ein Ausfluss von der Gestaltungsfreiheit des oder der Stifterin. Wir müssen auch ein bisschen unterscheiden, wie die Begünstigtenregelung einer Stiftung ausgestaltet ist. Ich kann zum Beispiel fixe Begünstigte vorsehen, dann haben diese Begünstigten einen Rechtsanspruch auf die Ausschüttungen. Aber ich kann auch ganz eine weite Klasse an Begünstigten definieren und es dem Stiftungsrat anheimstellen, dass er aus dieser Klasse dann die wirklichen Begünstigten auswählt und bestellt und ihnen Ausschüttungen macht. Und für den Stiftungsrat ist das oftmals auch eine sehr schwierige Aufgabe, wie du dir vorstellen kannst, aus einer Klasse von Familienangehörigen aktuelle Begünstigte auszuwählen. Und deshalb wird dem Stiftungsrat für diese Aufgabe oftmals auch ein sogenannter Beirat oder Protektor zur Seite gestellt, der dem Stiftungsrat bei dieser Auswahl hilft und ihm auch generell beisteht quasi in der Verwaltung dieser Stiftung. Der Protektor ist meistens auch eine Person, die die Familie oder die begünstigten Klassen sehr gut kennt. Und der Stiftungsrat agiert dann gemäß den Statuten? Richtig, der Stiftungsrat ist durch die Stiftungsdokumente gebunden. Du hast jetzt immer mal wieder von Begünstigten gesprochen. Haben die auch eine Rolle oder die sind nur begünstigt? Gut, nur begünstigt, so kann man, in Anführungszeichen, so kann man das nicht sagen, weil dem Begünstigten kommt eine ganz wichtige Rolle im Rahmen einer Stiftung zu. Denn Liechtenstein kanalisiert die Aufsicht über die Stiftungen ein bisschen anders als andere Stiftungsjurisdiktionen. Wenn wir eine gemeinnützige Stiftung haben, ist diese Stiftung im Öffentlichkeitsregister eingetragen und untersteht der Aufsicht der Liechtensteinischen Stiftungsaufsichtsbehörde, der sogenannten STIFA. Eine privatrechtliche Stiftung muss sich nicht eintragen lassen, sondern da reicht es aus, wenn ich so eine sogenannte Hinterlegungsanzeige beim Register mache. Und diese Stiftung, diese privatnützige Stiftung, untersteht auch nicht der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde. Ich kann eine solche Stiftung freiwillig unterstellen, wenn ich das möchte. Ich muss es aber nicht. Und wenn so eine privatnützige Stiftung nicht der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde unterstellt ist, was in den meisten Fällen der Fall ist, haben die Begünstigten eine ganz wichtige Funktion. Ihnen kommt nämlich die Kontrolle der Stiftung zu über sehr umfangreiche Informations- und Auskunftsrechte. Und das kommt allen Begünstigten im Rahmen dieser Stiftung zu, auch den Ermessensbegünstigten und sogenannten Anwartschaftsberechtigten, soweit es ihre Rechte betrifft. Also dann kann ich dir die Frage gar nicht so stellen, wie werden liechtensteinische Stiftungen kontrolliert, weil das nämlich ganz unterschiedlich ist. Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben 2 Kanäle. Man muss immer schauen, habe ich eine gemeinnützige Stiftung? Dann ist es verpflichtet, diese im Register einzutragen und die untersteht dann auch verpflichtend der Aufsicht der Liechtensteinischen Stiftungsaufsichtsbehörde. Und die privatnützige Stiftung, die wird in den meisten Fällen eben nur beim Register hinterlegt und da üben die Aufsicht oder die Kontrolle über diese Stiftung die Begünstigten aus, im Rahmen ihrer Auskunfts- und Informationsrechte gegenüber dem Stiftungsrat. Das ist auch eine Form der liberalen Ausgestaltung des liechtensteinischen Stiftungsrechtes, wenn man das so
sehen möchte. Aber es ist dem Stifter natürlich auch möglich, dass er von den vorgegebenen Kontrollrechten eben abweicht, dadurch, dass er zum Beispiel ein Kontrollorgan einsetzen kann oder auch eine privatnützige Stiftung unter die Aufsicht der Liechtensteinischen Stiftungsaufsichtsbehörde stellen kann. Johanna, wie würdest du den Stiftungsstandort Liechtenstein in Kurzform beschreiben? Ich würde sagen, der Stiftungsstandort Liechtenstein denkt ganz klar in Generationen, weil das ist auch die Aufgabe eines Stiftungsstandortes. Die Stiftung als verselbstständiges Zweckvermögen denkt ja selbst in Generationen. Nicht nur für die Generation des Stifters, sondern auch für die nachfolgenden Familiengenerationen. Und im Rahmen des Stiftungsstandortes Liechtenstein ist es eben möglich, sowohl Privatvermögen als auch Unternehmen zweckgerichtet zu verwalten und an nachfolgende Familiengenerationen weiterzugeben. Ich habe einleitend gesagt, dass du dich auch sehr intensiv rund um die Fragen der Family Governance beschäftigst. Was verstehe ich unter Family Governance? Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Wenn wir eine Stiftung gründen, ist die Familie noch relativ klein. Es sind noch wenig Generationen vorhanden. Aber im Laufe der Stiftung wird die Familie immer weiter wachsen. Es kommen neue Generationen dazu. Und eine Stiftung ist ja ein Planungsinstrument für eine nachhaltige Familiennachfolge, sei es in Familienvermögen, sei es in einem Familienunternehmen. Und bevor man eine Stiftung gründet, ist es meines Erachtens ganz, ganz wichtig, dass die Familienangehörigen an einen Tisch gebracht werden und sich über ihre Familienziele und die Ausgestaltung ihrer Familiennachfolge unterhalten, eine Richtung festlegen und auch dann alle gemeinsam hinter einer Stiftungsgründung stehen. Oftmals kommt es vor, insbesondere bei großen Familien, dass auch schwelende Konflikte innerhalb dieser Familie bereits vorhanden sind. Und meines Erachtens ist das ganz, ganz wichtig, diese schon vor der Stiftungsgründung anzusprechen. Denn eine Stiftung ist schnell gegründet, innerhalb weniger Arbeitstage. Aber wenn die Familie wirklich nicht hinter dem Instrument dieser Stiftung steht, dann passiert meistens Folgendes, dass man schwelende Familienkonflikte nur auf die Ebene der Stiftung verlagert, aber auch keiner langfristigen Lösung zuführt. Deshalb ist es wirklich ganz wichtig, dass sich jeder Stifter und jede Stifterin Zeit nimmt für die Gründung einer Stiftung, weil es stehen sehr, sehr viele private und persönliche Fragen hinter einer Stiftungsgründung, die wohl überlegt sein wollen, damit auch die Stiftung dann in Zukunft die gewünschten Effekte entfalten kann. Von Liechtenstein Finance haben wir eine Studie gemacht zu den Stiftungsstandorten Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Schweiz. Und da hat sich gezeigt, dass Stabilität und Sicherheit für einen Stiftungsgründer sehr, sehr wichtige Argumente sind. Siehst du das auch so? Da hast du ganz recht, Tanja. Du hast Deutschland und Österreich erwähnt. Das sind auch sehr anerkannte Stiftungsrechtsordnungen in Europa. Genauso eben wie der Stiftungsstandort Liechtenstein. Und hinsichtlich Liechtenstein müssen wir Folgendes bedenken. Liechtenstein nimmt eigentlich eine Vorreiterrolle innerhalb der Stiftungsstandorte in Europa ein, weil das liechtensteinische Stiftungsrecht feiert in genau 2 Jahren, im Jahr 2026, seinen 100. Geburtstag. Und Liechtenstein war der Vorreiter in Europa, als die privatrechtliche Stiftung erstmals in Liechtenstein 1926 eingeführt wurde. Das heißt, Liechtenstein kann auf eine fast 100-jährige Tradition im Bereich des Stiftungsrechts zurückblicken. Das ist schon eine sehr, sehr große Erfahrung. Die anderen privatrechtlichen Stiftungen
in Europa kamen erst sehr viel später. Und Liechtenstein nimmt auch eine besondere Rolle innerhalb Europas ein. Weil ich höre oft, wie ist denn das Verhältnis mit der Schweiz? Das Verhältnis mit der Schweiz ist nicht nur sehr gut, sondern Liechtenstein vereinigt eigentlich 2 Standorte innerhalb des Finanzplatzes Liechtenstein. Liechtenstein ist seit 1924 im Zollverbund mit der Schweiz, aber Liechtenstein ist gleichzeitig auch Mitglied des europäischen Wirtschaftsraums. Das heißt, Liechtenstein kann sowohl eine Ausrichtung in die Schweiz als auch nach Europa vorzeigen. Und wenn wir das jetzt auf die Regulierung anschauen, dann muss Liechtenstein die Regulierungen der EU übernehmen. Verstehe ich das richtig? Ja, also es kommt darauf an, was für Regulierungen das sind, aber im Finanzplatz übernimmt Liechtenstein jedenfalls die Regulierungen der EU, insbesondere auch hinsichtlich der Geldwäschereibestimmungen der EU, der Geldwäschereiverordnungen, die in Liechtenstein direkt anwendbar sind. Herzlichen Dank, Johanna, für deine Zeit und die Ausführungen zum Stiftungsstandort Liechtenstein. Vielen Dank auch dir, Tanja. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Tschüss, Johanna.